What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? Metal Leute, this is the story of Drachenlord. On February 5th, 2017, Rainer streamed on YouNow, but stopped the stream after some time due to technical problems. Since Rainer once again complained about Gronk and iBlali in the Dragon Monday on February 6th, he was probably still deeply offended by the rejection of the two well-known YouTubers. On February 7th, Rainer started streaming on YouNow at 8 AM, updating viewers on his breakfast plans. Was gibt's Leckeres? Nichts Besonderes. Makaroni mit Käse jetzt zum Auftakt und dann esse ich noch ein paar Brote. Wenn ich noch Hunger hab. Ein paar Kräuterkäsebrote. Then he claimed to have a girlfriend once again and streamed a second time in the afternoon. On the TeamSpeak server, Rainer stepped in protectively in front of Abby Sunrise. Gern geschehen. Oh mein Gott. Meine Schöne, du klingst aber ganz schön kaputt heute. Warum hat er jetzt gelacht? What the fuck? Lel. Sache, was hast du dann am kommenden Wochenende vor? Traulich. Servus. Wenn ihr nochmal meine Abby auslacht, fick ihr euch alle, Alter. Das ist klar. Halt die Fresse, du fettes Schwein. Digga, wie willst du den ficken? Du hast doch deinen eigenen Schwanz seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Ja, aber ich kann ihn wenigstens wo reinstecken, Alter, du nicht. The 8th of February started with a stream around noon, first on YouNow, then on Twitch, with Rainer mainly playing music and waiting for donations. Rainbow Sheep also made a brief appearance, but was immediately kicked by Rainer. In an info video, Rainer complained about the streaming platforms. Weil ganz ehrlich, Hitbox, ihr dummen Arschlöcher, habt mich gesperrt ohne Grund. YouNow, du dummes Stück Scheiße, ich habe seit 2 Jahren versucht an der Programmierung oder da irgendwas zu ändern oder ändern zu lassen, besser gesagt, und habe versucht da im Support anzuschreiben. Ich habe, was weiß ich, wie oft den Support angeschrieben. Ich habe wie oft die Leute von den Partnerschaften angeschrieben, also kurzum, die Leute, die für die Partner auf YouNow verantwortlich sind, habe ich angeschrieben, mehrfach. Was soll ich dazu sagen? YouNow kriegt es einfach nicht auf die Kette. On that day, due to a bug on YouTube, it was possible to lower the subscription count of a channel by repeatedly subscribing and unsubscribing. In the TeamSpeak, Rainer commented on the fact that he now suddenly had 0 subscribers. Ich persönlich finde es überaus witzig momentan, dass da so viele Abos rausfliegen. Ich finde, Ganz schlimm. Du hörst dich aber nicht so an. ja, ganz schlimm ist das auf jeden Fall. Was? Leute, ich kann auch nur noch mit einem Abo oder mit gar keinem Abo mehr dastehen. Interessiert mich. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Ich finde es cool, meinen Kanal mal wieder mit 0 Abos zu sehen. Das habe ich nämlich nicht mehr, seit ich den Kanal erstellt habe. On the next day, Rainer's subscribers were already restored. On February 10th, Rainer was streaming World of Warcraft in the morning, but was being harassed by haters in the game. On February 11th, Rainer was so annoyed by the technical problems on YouNow that he announced the deletion of his account. YouNow, du kannst mich so am Arsch lecken. Ein Wort, ein Mann. Ich lösche diesen Account, sobald es... Ich streame noch nichts und ich habe kein Geld verdient. Ich werde nach diesem Stream, nachdem ich die letzten bekommen habe, werde ich YouNow ein für alle Mal löschen. Also diesen Account hier. Fick dich, YouNow. Du kannst mich so am Arsch lecken. Du bist so ein dummes Stück Scheiß. Ach, und übrigens, ich beleidige hiermit auch jeden Einzelnen, der bei YouNow arbeitet und nicht auf die Kette kriegt, die Seite auf Vordermann zu kriegen. Ihr könnt mich mal, die dummen Arschlöcher.
On the 13th of February, upcoming Timline video appeared in which Rainer announces a video about the game series The Legend of Zelda. On TeamSpeak he revealed his car was being repaired because he got into an accident. Ja, ich hatte einen Unfall. Den habe ich ja schon, wann? Das war nach Weihnachten. Weihnachten, Neujahr, da in dem Dreh war das. Bei Schnee oder? Ja, Glatteis. Also on this day, the horse Blue passed away. On February 14th, the video, Just Some Bullshit, was released. In it, Rainer shows visitors in front of his gate. Hallo Rainer. Hast du eine neue Kamera, Rainer? Können wir ein Poster kaufen? So, ich soll kommen. Ich bin feige, ja. Passt auf. Schaut's euch an, Alter, die feigen Schweine. Nein, ja, du. Feiglinge. Video kommt morgen. Könnt ihr euch anschauen. Könnt ihr eure Feigheit anschauen, Alter. On February 15th, iBlali uploaded the video announcement against Drachenlord, Enough is Enough. In it, he explains why he thinks Rainer is arrogant and why he believes Rainer himself is responsible for much of the hate. He then asks his viewers not to hate Rainer, but instead to write #TherapyLord in his comments. Shortly after, Rainer began deleting videos on his channel or setting them to private. However, he claimed this had nothing to do with iBlali and warned haters not to archive his videos. Finally, he tweeted about the situation and called iBlali high-handed. On February 16th, visitors reported that Rainer had tried to throw a stone or another object at their car. In the video, Private Videos and Why, he insulted iBlali again and claimed YouTube Germany would be ruined because of the haters. On February 20th, Rainer announced in the video Dragon Monday episode 44 New Ways that there will be no more poster sales in the future. On Twitter, Rainer claimed that he was going to have throttled internet for a while because of maintenance work. However, this was denied by various internet providers. On February 23rd, TOM, Time of Metal No. 12, band Sabaton, Album The Last Stand, was released. Ich habe mich da jetzt nicht wirklich über die Hintergründe tatsächlich informiert, was im Nachhinein bedacht irgendwie schlecht ist, wenn ich hier ein Video drüber mache. On February 24th, a leaked WhatsApp voice message surfaced on Twitter in which Rainer admitted that he had never been diagnosed with ADD. Ich habe ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. ADS ist nicht wirklich richtig verifiziert worden bei mir. Ich habe aber Legasthenie, das ist mit 12, 13 bei mir festgestellt worden. Und Legasthenie und ADS gehen sehr oft miteinander einher. Wurde auf ADS nicht getestet. On February 25th, he revealed in the video, Am Ignorant, Totally Arrogant, that he was still working on a rap for the Roast Yourself challenge. On February 26th, Rainer uploaded the announced video in which he speculates about the timeline of the Legend of Zelda games. However, it was copyright claimed by Nintendo. That day, Rainer got into a fight with a hater on the street outside of his house. Although it is not clear from the video, it appeared Rainer struck first with a stick. Rainer would later go on to claim he defended himself with a stick, also seriously injuring the hater's leg. On Instagram, Rainer posted pictures of his injuries and blamed iBlali for the fight. Accordingly, on February 27th, Dragon Monday episode 45, Thank You iBlali, appeared, in which he thanked iBlali several times for his injuries and then addressed him directly. Danke dafür, iBlali. Ich verstehe nicht, warum du das immer in die Öffentlichkeit tragen willst, ja? Du willst es in der Öffentlichkeit austragen, tragen wir es in der Öffentlichkeit aus. Ich habe jetzt ein paar Arschlöcher da gehabt, die mir jetzt die Fresse poliert haben. Ja, und ich habe jetzt endlich, oder wir haben uns gegenseitig die Fresse poliert, ist vielleicht die bessere Aussage.
Wie auch immer, auf jeden Fall war jetzt längere Zeit eigentlich immer mehr Ruhe und jetzt kommt die ganzen scheiß Typen wieder daher, Alter. Mit einem Hashtag Therapielord, ey. Mach lieber mal Hashtag Therapie iBlali, Alter. Ja, du bist nichts Besseres, nur weil du mehr Abonnenten hast, Alter. On February 28th, the video Dragon Ballad was released, in which Rainer reads a self-written poem. Ihr habt nicht die geringste Ahnung, wer ich bin. Und wenn ihr 1000 Leben damit zubringen würdet, mich zu studieren. Bin anders als du, und doch sind wir beide gleich. PS, alles was ich sagte, meinte ich ernst. Mit meiner Seele kann's keiner von euch aufnehmen. On March 3rd, haters threw a smoke grenade onto Rainer's property. On that day, Rainer complained on Twitter that he had not yet been able to pick up the game The Legend of Zelda Breath of the Wild, which he had pre-ordered, and received a response from iBlali. Later, Rainer managed to get the game after all. Accordingly, he spent the next few days mainly playing the game. On the 6th of March, the video Gaming Vlog Part 2 Zelda Breath of the Wild raffle was released. In it, Rainer announced that he would be giving away an Elgato Game Capture HD60S and posters. He couldn't use the Elgato himself because he didn't have a USB 3.0 port. On March 8th, he revealed in an Instagram video that he had played through the game by now. On March 10th, Rainer invited people to a Super Smash Bros. Tournament on Instagram. Over the next few days, Rainer then uploaded Let's Plays of Breath of the Wild. On March 13th, Rainer declared to postpone the planned raffle indefinitely and made his community responsible for that. Das sind knapp 300 €, die ich euch in den Arsch schieben würde, einer undankbaren Community, die größtenteils undankbar ist. Natürlich rede ich nicht für alle, sondern nur für ein paar bestimmte Leute. Aber der Großteil meiner Community ist wirklich undankbar, das ist leider so. On March 14th, Rainer tried to fulfill his announcement and delete his YouNow account. However, his account was still available, probably because Rainer was a partner on YouNow. On March 15th, the hater Droll was at Rainer's place and Rainer got so angry that he yelled at the haters in front of his gate. In the end, Rainer even got violent. Ja? Dann wirst du nie wieder lachen! Okay. Wann fängt's an? Jetzt? Also noch bist du nicht hier. Du weißt schon, Arbeit. Du und Arbeit! Junge! Also nicht... Schau, dass doch Arbeit geht, das ist von meinem Haus zurückzunehmen. Es ist... Das kannst du natürlich wissen, aber es ist Wochenende, weißt du? Hast du echt Angst? Dann gehe ich, wenn du so viel Angst hast. Dann lass ich dich in Ruhe. Junge! Ja? Ich schwör dir, hau ab! Du wirst es bereuen, Alter! Okay. Nun sag ich dir, dass du von meinem Grundstück runter sollst! Und du gehst auf das Folge hochheben und das Scheiß, Alter! On March 17th, the video Tired of Life was released, in which Rainer again reads a poem. Leben ist schwer. Manche von uns erleben viel Leid, Abneigung und Hass. Einige von uns können damit besser umgehen als andere. On the 19th of March, Rainer announced on Twitter that he was quitting YouTube and looking for a job. In the Dragon Monday, he explained that he would continue to post videos but less often. However, Rainer wanted to publish Let's Plays regularly and look for a side job. Then he apologized to some other YouTubers. Das letzte, was ich hier noch machen möchte, ist eine Entschuldigung. Und zwar eine Entschuldigung an Gronk, an iBlali, an... ich weiß nicht, warum ich mich bei ihm entschuldige, ehrlich gesagt, weil ich habe keine Ahnung, was ich ihm getan habe. Aber die Entschuldigung ist trotzdem aufrichtig beim dunklen Paraderitter, beim Alex. Und ich möchte mich außerdem noch beim Turbinator entschuldigen. Ich muss dazu sagen, letzten Endes seid ihr mehr oder weniger für meine Reaktion auch selbst verantwortlich. Thus, in the next weeks and months, mainly Let's Plays were released, occasionally complemented by gaming streams. On March 22nd,
Rainer revealed in the Bayonetta Let's Play that he has a lot of visitors at his front door, especially on weekends. On March 24th, Rainer complained on Twitter about the YouTuber Her News Time, because he had also mentioned in his reporting that Rainer had already announced several times that he would quit YouTube and then had not done so. On March 28th, Rainer published an email of a hater on Twitter. The hater had advised Rainer to make videos on the main account again, so that he can be laughed at, as this is the only form of entertainment that Rainer can offer. On March 31st, Rainer then deleted the videos on his main channel, or set them to private to dedicate himself in the future to his Let's Plays. On April 1st, Rainer announced on Twitter that he would now sell posters at his home again. He also stated that he would eventually bring his main channel back to life. On April 2nd, during a Let's Play, Rainer talked about the hater who knocked out his tooth and about Her News Time. Und ich denke mir und dann sagt der eine sogar noch großkotzig, das ist ein Gymnasiast gewesen, das ist ein Gymnasiast, der ist voll viel besser als du. Und dann haut er mir einfach einen Zahn aus und ich denke mir, was zur Hölle, der will besser sein als ich, der ist nicht einmal halb so viel wert wie ich, wenn er auf Gewalt zurückgreifen muss. Und ganz ehrlich, so einen Kindergartenscheiß. Tausende, Millionen Menschen da draußen, inklusive anderer YouTuber, die mir erstens auf den Sack gehen. Mr. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Herr Newstime. Ich habe dir 100-mal gesagt, lass diese scheiß Videos über mich. On April 5th, Rainer was on the TeamSpeak server in the early hours of the morning for the first time in a while, swung the banhammer and talked about the possibility of having a girlfriend. Selbst wenn sie natürlich keinen hat, was ja hoffentlich, wenn ich mit ihr zusammen bin, außer mich natürlich, Standard sein sollte. Aber ich habe so drüber nachgedacht und dachte mir so, dass sie ja im Normalfall, ich meine heutzutage jemanden zu finden, der genauso wenig Erfahrung hat wie ich, irgendwo auch... Einige. Ja, ist aber, eher, so ist aber eher unwahrscheinlich. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich, selbst wenn sie jetzt, selbst wenn jetzt da halt was passieren würde und alles, ich glaube, und sie halt vorher schon Erfahrung und alles hat, was ja wie gesagt sehr wahrscheinlich ist, ja gut, wäre ich wahrscheinlich dann letzten Endes trotzdem eifersüchtig drauf, was schon halt war und worauf sie halt, was halt so passiert ist. Und das würde mich wahrscheinlich irgendwann fertig machen. Ich kenne mich. Nein, ich habe mich nie geritzt, aber ich war ein ziemlicher Draufgänger in meiner Schulzeit. Ich habe schon mal gesagt, ich habe Kampfsport gemacht. Und ich habe, ich habe keinen Streit angefangen, aber es ist halt öfter mal zu verschiedenen Geschichten gekommen. It seemed like Rainer badly needed the attention, which made him incapable of completely withdrawing from the internet. However, his Let's Plays only led to his audience shrinking constantly. Since he was also financially dependent on his community, it was only a matter of time before he once again gave the haters what they wanted.